49.199 Euro. Das ist der Basispreis für den Tuwin R Plus. Kostet, wie hier steht, 63.016, aber das Basisfahrzeug unter 50.000 Euro, das ist das, worauf viele Wert legen. Und ja, heute werden wir uns mal das Fahrzeug anschauen. Es hat schöne, nette Details mit drin. Es ist eine Dieselheizung drin, eine Truma Diesel eingebaut. Bedeutet, ich brauche das Gas nur noch zum Kochen. Entsprechend klein fällt dann auch die ganze Reserve aus und kann mich zum Heizen aus dem Dieseltank bedienen. Das braucht übrigens ganz wenig Diesel. Ich bin zurzeit auch mit Diesel am Heizen und bin ganz erstaunt, dass bei der Eberspecher, die ich im Moment benutze, wirklich für 2 Tage jetzt 1,5 Liter oder so habe ich jetzt gebraucht. Also wirklich ganz, ganz gering. Wird ja auch noch nicht so kalt im Moment. Also das ist kein Thema. Wir gucken mal hinten rein, dass wir mal sehen, wie das Ganze aufgebaut ist hinten. Klassischer Jumper, Citroën Jumper in dunkelgrau Metallic. Und hier ist auch schon ein Radträgersystem mit dabei. Das ist hier von Atera. Und wir haben helles Holz, eine interessante Optik, muss ich wirklich sagen, denn die ist so in der Form nicht mehr so oft zu sehen. Du hast das helle Holz, so eine Mischung so aus Kirsche und Grau, was ja viele kennen, aber hier ganz anders mal gedacht. Und wenn ich jetzt von hinten drauf schaue, dann wirkt das Ganze sehr stimmig in Verbindung auch mit diesen grauen Abschlüssen und Verkleidungselementen in der Hecktüre. Das ist toll. Ja, Diebstahl und Rausfallschutz ist hier an der Seite eingebaut. Hier ist es bereits zu, Fliegengitter. Und denkt dran, maximal 160 Grad. Das hat einen ganz wichtigen Grund, denn wenn ich diese Tür öffnen sollte, dann zerstöre ich mir teilweise Fensterelemente, die drauf sind. Denn denkt dran, wenn die Fenster hier geöffnet sind und ich öffne anschließend die Tür komplett, kann es passieren, dass die Fenster kollidieren. Also da wirklich drauf aufpassen. Hängt doch davon ab, welche Fenster montiert sind. Es gibt ja einmal hier diese nahtlosen Fenster. Da kann es im geschlossenen Zustand noch funktionieren. Aber bei diesen Aufbaufenstern hier ist der Schaden bereits vorprogrammiert. Also die bauen dann auf. Ja, wir schauen mal rein. Die Elemente hier, diesmal Wassertank auf der rechten Seite. Ich habe ja schon erzählt, das Fahrzeug steht auf Dieselheizung und deswegen dürfte auch hier, trotzdem haben wir 2x11 Kilo. Das heißt, je nachdem, wie das Auto jetzt ausgestattet ist, hat man hier noch Platz, um andere Sachen mitzunehmen. Also ich empfehle auch hier, den Toilettenzusatz reinzumachen, weil die Flaschen selber, die dünsten aus, die diffundieren und das riecht man dann im ganzen Fahrzeug. Vielleicht ist euch das schon mal aufgefallen, dieses Blue Cam, was man da hat, das ist wirklich sehr unangenehm. Ja, das ist die Notentriegelung, die ist direkt hier und da sieht man auch, da ist so eine kleine Aussparung hier mit drin. Das hat natürlich auch einen Grund, dass man auch an die Notentriegelung rankommt. So, wir schließen. Hier das Variobad mit eingebaut. Rückfahrkamera von Dometic mit drin und das ist der Wassertank. Hier ist die Befüllung. Große Markisen drauf. Das ist der Katalog. Wenn ihr euch davon jetzt ein Stammbild zieht und das abfotografiert, könnt ihr mit dem QR-Code auf den Pössl-Katalog kommen. Ja, die Optik hier, man hat so eine Schiefer-Naturstein-Optik hier mit eingebaut. Sehr stimmig in Verbindung mit dem Holz. Also man muss ja öfter mal solche Sachen sehen. Das finde ich jetzt mal interessant. Hier ist der Tisch jetzt mal abgesenkt, dass man auch mal sieht, das wäre die Schlafposition, aber es könnte auch die Lümmelposition sein. Also wenn ich mal die Beine lang machen möchte, ausstrecken möchte, kann man hier ein Zusatzpolster dann noch montieren und die Beine einfach drauflegen. 2 Schränke oben drüber, ein Fliegengitter über die ganze Breite, dass ich hier komplett zuziehen kann und bin dann sogar noch ein bisschen windgeschützt. Das also nimmt den Winddruck ein bisschen weg. Das klappt eigentlich ganz gut. Ja, viel Technik ist üblicherweise hier. Hier wird auch schon gerne die Heizung verbaut. Und da sind auch Sicherungselemente mit drin. Citroën Fahrerhaus mit Sony Multimedia System ist hier in dem Fall jetzt eingebaut. Auch mal
Was Besonderes hier im Freistaat, mal nicht immer Xcent oder andere, sondern hier mal Sony verbaut und die Fahrersitze mit eigenen Bezügen. Die Sitzbank für 2 Personen, mehr als ausreichend, mit natürlich den Gurtböcken direkt angebracht. Und hier sieht man schon, die Küche, die braucht jetzt eine Verlängerung, weil sie so ergonomisch geschnitten ist, dass ich also noch genug Platz habe, A, die ganzen Schränke hier zu öffnen und B, auch bequem hier ins Bad reinzukommen. Und das Bad, das ist wirklich erklärungsbedürftig. Das werde ich euch gleich mal zeigen, wie das Ganze funktioniert. Licht haben wir auch. Können wir gleich mal anmachen. Und ein Doppelflammen-Kochfeld, soweit so gut. Eine Spüle mit drin. Das Ganze natürlich sehr platzsparend eingebaut, aber mit dieser Anschrägung, ich hoffe, ihr könnt das sehen, das ist also extrem schräg hier, hat man hier diesen Durchgang geschaffen und trotzdem noch diese breite Sitzbank daneben. Ich denke, das ist ganz gut gelungen. Ja, Truma Diesel. Dann dieses Bad hier, das ist jetzt quasi das geöffnete Badezimmer. Bei dem ist das Duschteil hier in der Mitte, also da ist die Dusche. Kann man jetzt nicht so richtig sehen, weil da jetzt noch das Rost drauf liegt. Und hier das Waschbecken und ein kleines Schränkchen noch mit dabei. Jede Menge Spiegel mit drin. Und wenn ich reingehe, dann habe ich die Möglichkeit, über so eine Art Ziehharmonika-System, habe ich schon ein paar Mal gezeigt, die Tür zu verschließen und mich dann einzusperren. Und jetzt mache ich nur noch hier den Vorhang zu. Und jetzt kann ich schon duschen. Also, das wäre die Duschposition. Hier mache ich dann jeweils einen Knopf noch zu. Hier oben wird der Duschkopf eingehangen. Der kommt aus dem Wasserhahn. Und jetzt habe ich ein komplettes Badezimmer hier drin. So, wenn ich das denn nicht mehr möchte, kann ich nach vorne verschließen, indem ich jetzt hier öffne. Ich zeige euch das gerade nochmal. Also hier kann ich jetzt nochmal öffnen. Dann wickelt sich das Ganze hier auf. Das ist also hochinteressant. Ich habe meinen Schlafraum separiert. Also der ist das komplett getrennt. Hier kann man also nur noch so lala durchgucken. Das ist also zu. Und ich habe ein Raumbad mit drin, in dem ich mich dann auch umziehen kann hier auf der Seite. Das ist also schon sehr interessant gelöst. So, Licht machen wir mal an. Jetzt sehen wir das, eine Tedford Kassettentoilette mit drin. Hier oben ordentlich Licht, dann auch zum Duschen. Das unten darf natürlich nass werden, die Abläufe sind da unten drunter. Und wenn ich dann an mein Bier dann kommen möchte, ja, dann gehe ich einfach rein, teile das hier an der Stelle, kann ich also öffnen, blick mal gerade. So brauchen wir ein bisschen Gefühl, das ist magnetisch miteinander verbunden. Und dann kann ich hier die Toilette komplett verschließen, die ist jetzt zu. Das Ganze sieht dann so aus. Ich hoffe, ihr habt es verstanden. Jetzt habe ich hier einen Durchgang und komme jetzt auch bequem an meinen Kühlschrank ran. Der ist also hier. Also während ich auf der Toilette sitze, komme ich auch an den Kühlschrank. Dazu schiebe ich dann einfach, kann ja sein, das dürstet mir, mache jetzt hier einfach zu. Komme jetzt hier noch einigermaßen an die Toilette ran und kann auch noch den Kühlschrank öffnen. Also das funktioniert auch. Ansonsten zum Duschen mache ich hier einfach das Ziehharmonika-System dann zu und kann das Ganze dann auch benutzen als großen Raumabtrenner. Ja, also wirklich ein tolles Bad, bei dem der Mittelteil denn als Dusche verwendet wird. Ja, 2 Querbetten. Auch hier habe ich eine ordentliche Liegefläche. Aber für Personen, die natürlich 2 Meter groß sind, ist das jetzt nicht geeignet. Ich denke mal bis so 1,80 Meter, 1,85 Meter, man liegt ja vielleicht auch nicht ganz gerade drin, ist das gar kein Problem und man hat auf jeden Fall ein riesen Querbett. Also am besten mal hier Probe liegen. Viele Schränke oben drüber. Könnt ihr mal einen aufmachen, dass ihr mal reinschauen könnt. Da kann man auch durchladen komplett über die Ecken. Und hier hat man dann noch einen großen Schrank. Das ist übrigens dann dieser Notausstieg, der Griff, dass ich da rankomme. Der ist dann durch die Matratze dann auch freigehalten. Ja, da ist er. Grundpreis unter 50.000 Euro. Und es gibt ja viele, die sagen, hey, ich kaufe mir das als Grundpreis, brauche nur den kleinen Motor, brauche den ganzen Extras brauche ich nicht. Das rüste ich mir vielleicht auch nochmal nach. Oder
brauche ich vielleicht gar nicht. Aber hier sind natürlich viele sinnvolle Extras drin verbaut, die man denn auch haben möchte. Aber es gibt ja viele, die sagen, ich brauche nur das Basisfahrzeug. Und die kommen daran für 49.199 Euro. Und dann gibt es natürlich jede Menge Extras, wie Truma Dieselheizung und Elektro. Und am Schluss ist man dann auf 63.016 Zuladung, 660 Kilo. Und das Ganze von Pössl. Twin R Plus. Ein schönes Fahrzeug mit einem ganz expliziten Raumkonzept auf einer Länge von 5,99 Meter, also ein echtes 6 Meter Fahrzeug. Danke fürs Einschalten. Ja, und abonniert German Television. Wir filmen heute beim Freistart in Sulzemoos und hier könnt ihr wirklich 1000 Fahrzeuge betrachten. Es gibt einen kostenlosen Stellplatz. Leute kommen aus ganz Deutschland hierher und es gibt unglaublich viele Marken. 5 Wohnmobilhändler nebeneinander. Danke. Tschüss.